So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Agatha Christie, die ABC Murders. Ich habe jetzt gerade nochmal reingeschaut, wo ich den Schlüssel her hatte. Und ja, natürlich total logisch. Wie konnte ich da bloß mit draufkommen, dass der da drin war? Hätte ich mal alles rumprobiert, wäre ich auch drauf gekommen, ne? Aber ganz ehrlich, ey, Spiel, schau. Du kotzt mich an? Du kotzt mich an? Schlüssel? Mach das dann ein? Komisch. Hab ihn den... Perfect. Nothing else is keeping me here. So. Ganz ehrlich, Leute. Ich konnte alles merken, aber hätte ich es jetzt nicht aufgenommen und hätte nochmal nachgucken können, hätte ich, ja, ich meine, ich hätte keine andere Möglichkeit. Ich hätte irgendwie googeln müssen oder irgendwie Komplettlösung oder irgendjemand anders ein Video anschauen. Ich werde nie mehr lieber draufkommen. Ich habe wahrscheinlich auch nie ausprobiert, beziehungsweise ich habe jetzt alle nur so ausprobiert, dass ich dachte, das Spiel ist so clever und ich muss bloß draufklicken und es tut automatisch auslösen, ne? Aber das hätte ja gar nichts gebracht. Ich habe wahrscheinlich, habe ich ausprobiert sogar schon vielleicht? Ich weiß nicht. Hätte eh nicht geklappt, ne? Ich hätte draufgehen müssen und dann nochmal den Schlüssel da rein tun. Ey, da habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Man kann mir auch nicht alles merken, oder? Also, ich meine, sowas ist einfach Gameplay, Spieldesign technisch 1995. Hallo, alle, ich meine, ganz ehrlich, gib mir doch wenigstens einen Tipp. Gerade bei so einem Spiel, wo jetzt eh schon viel nachdenken muss und viel merke und so Zeug. Okay, genug aufgeregt. Und Hastings anrufe. Fertig. Hello, Hastings? I have finished in Charleston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Accessoire. Das heißt, sowas wie Zubehör. Schmuckstück. Deko. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Der Alchemy-Man von der erste. Ungarischer Schnurrbart. Braucht man dringend. Schauen wir uns mal den alten Alki an. This man is tired. Ja, und besoffen wahrscheinlich wieder. 3 Tage Bart. Auge-Rings. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Ja, wenn man halt ein bisschen zu viel Droge hat, dann geht man halt mal auch angezogen ins Bett. I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. Jetzt haben wir wieder Zeit. Erstmal kurz gucken, ob bei mir alles sitzt, so. Der Schnurrbart sitzt. Ja. Immer ein paar Ego-Pünktchen abholen, ne? Habe ich nicht noch ein zweiter Spiegel irgendwo? Das frage ich glaube ich jedes Mal, wenn ich hier lang laufe. Ne, hier war keiner mehr, oder? Also im anderen Haus da von der Tussi. Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Sehr nettes Kompliment immer, hä? This bottle is for our visitors. Personally, I prefer the sherry. Sherry, Sherry Lady. Das will ich gleich wahrscheinlich. Mr. Panova, I don't know why I'm here. You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you.
Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Have a drink and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat and I squeeze and squeeze until she's dead. Her head falls back and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us now try and get our brain cells to work. Wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Donald... Hä? Warte mal. Das ist schon der zweite Mord, das ist schon die Schwester, ne? Megan Barnard ist ja die Schwester von... Die erste? Die erste hatte einen Alki-Freund. Sie stand auf ihn, ne? Eigentlich. Donald ist müde. Fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Donald mag Megan. Hä? Ja, wo stimmt? Ist müde. Oh, was falsche. Donald war sehr in Betty verliebt. Donald mag Megan. Also warte, er mordet Betty im Traum und dann wird sie zu Megan. Das macht am allerwenigsten Sinn eigentlich hier mit dem... Gut, er ist müde, das ist schon mal klar, ne? Donald mag Megan. Nee. Nee. Verstehe ich nicht ganz. Ja, die zwei sind ja schon mal... Also X und 4X sind eigentlich... So, im Traum bringt Donald Megan nicht um. Aber wie ist zu interpretieren? Das ist ja Fakt, oder? Das ist ja der Fakt. Donald mag Megan. Das weiß man nicht hundertprozentig, aber scheinbar ja schon. Die würde ich schon mal irgendwie reinmachen. Donald war sehr in Betty verliebt. Geht auch, wenn man mal sich ein bisschen konzentriert. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do? This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about?
Having killed your fiancée? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Grey to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Okay. Was haben wir jetzt einfach nur Traumdeuter gespielt? Warum der Typ da war, weiß kein Schwein. Okay. Haben wir den eingeladen jetzt? Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Wer ist das jetzt diese... Wer ist denn Megan Thorne oder wie heißt die nochmal? Das ist jetzt... Nee, das ist die Witwe jetzt. Das ist die Witwe... Ach, was weiß ich. Ich blick da auch nicht mehr durch. Nee, das Tochter ist es. Steht irgendwas dran? Nee, ich habe keine Hinweise, wer das nochmal ist. Wie hieß denn das jetzt nochmal? Ach, die sind auch alle gleich was. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute Dr. truth. Grey. Okay. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident. But he wasn't. You did not leave Churstone willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man. And he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churstone. Are you planning on returning to Churstone? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Den doch geküsst, oder? Wo warst du dann Thank noch? you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Die ist nicht ganz I so met heuer. Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get our brain cells to work. Die
Alle graue Zelle, hätte Thora Sir Michael geheiratet, Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch am Leben würde, wenn er noch leben würde. Die steht auch auf den anderen, der hat den geküsst, oder nicht? Was weiß denn ich, ey? Der hat doch den anderen, der hat den da geküsst, dachte ich. Ich habe mal auf eine andere Weise eine Porsche geschenkt. Vielleicht eine Verführerin. Aber schon aber auf den anderen, der hat doch den. Ach, die hat den geküsst? Aber welcher hat die geküsst? Irgendwer hat die doch. Ach, was weiß ich. Warte mal, das geht's nicht. Sir Carmichael Clark stand Thora Grace sehr nah. Und hat eine Porsche geschenkt. Das hat nicht so heißen. Aber es bleibt vage. Aber die Porsche hat sie ja zurückgelassen, ne? Warum hat das eigentlich... Okay, es wäre jetzt witzig, wenn die Farbe irgendwas auszusage hätte, aber warum nicht so verschiedene? Gut, einfach nur das besser auseinanderhalten kann wahrscheinlich. Es bleibt vage. Sie ist halt bei den Geschäfte geblieben und die schätzt Franklin. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he is lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Gibt es eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden? Der Mörder ist ein Verführer? Strümpfe. Die Strümpfe, ne? It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear.
Indeed, a stalking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Okay, das heißt, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher, ne? Und dann rufen wir einfach in der nächsten Folge mal den Inspektor an und teilen ihm unsere Neuigkeiten mit. Und würde sagen, bis dahin, danke fürs Zusehen und adieu.